Also das Thema ist jetzt eigentlich für mich, wie kann ich euch eine tiefere Erfahrung in Meditation näher bringen? Oder dir oder euch auch erklären oder vermitteln, was bedeutet eigentlich Meditation aus der Sicht des Dao, aber eigentlich auch aus der Sicht aller spirituellen Traditionen heraus. Und ich kann das in einem Satz zusammenfassen. Es bedeutet eigentlich so viel wie bei sich zu Hause ankommen. So als wenn ein Stein in den Ozean langsam heruntersinkt. Und dieses bei sich ankommen, was ja in immer tiefere Schichten geht, macht eigentlich den Kernpunkt von Meditation aus. Im Englischen klingt es gut, wenn man sagt, Meditation beginnt mit coming home. Also ich komme bei mir zu Hause an. Und oft sind wir ja gar nicht bei uns. Wir sind irgendwo noch im Alltag auf der Straße unterwegs bei der Fahrt oder in der Firma oder in einem emotionalen Thema mit der Familie drin. Und der Geist gleitet zwischen Vergangenheit und Zukunft hin und her. Und was dann passiert, ist unter anderem Folgendes: Wenn ich dann merke, ich brauche meine Ruhe, ich will mich entspannen, dann meditiere ich oft und konzentriere mich auf einen Punkt, damit ich zur Ruhe komme. Oder ich übe eine Visualisierungsübung, wo ich ganz viel sehe, egal was ich da sehe, was praktisch eine neue Inspiration in mir erzeugen soll. Aber entscheidend ist, dass alle Meditation eigentlich erst dann tief wirkt, wenn ich in einen Zustand komme, wo ich in mir absinke. Also so, als wenn ich leicht mich innerlich setze oder als wenn ich ins Wasser hineinsinke. Und dieses Absinken ist so wie zu Hause ankommen. Und ich kann es in einem anderen Satz einmal deutlich sagen: Erst wenn ich bei mir in meinem Körper angekommen bin, in diesem Absinken, und damit beginne, mich zu fühlen, dann beginnt sich die Energie in meinem Körper zu verändern. Erst wenn ich in meinem Haus angekommen bin, kann ich in meinem Haus aufräumen oder alte Sachen finden, die ich nicht gefunden habe. Ich kann ein Feuer löschen oder auch kochen. Wenn ich nicht in mir zu Hause bin, gar nicht da bin, kann ich das nicht machen. Ich sage das Ganze jetzt mal noch deutlicher. In den meisten Seminaren, die ich gebe oder mit Devi zusammen gebe, sind die anwesenden Personen im ersten Tag gar nicht anwesend und deswegen auch nicht berührbar, weil wir die Tendenz haben, dass wir eigentlich nie mit uns verbunden sind und noch eine Menge von alten Stress mit uns tragen und emotionalen Themen. Und deswegen ist es so wichtig, durch die ständige Praxis dieses Ankommen in uns zu erfahren, zu lernen und zu verinnerlichen, sodass wir immer schneller im Leben einen Shift machen können von einer Zeit des Beschäftigtseins, die ja auch normal ist, und eines Abtauchens in uns selbst, so ein offener Raum entsteht. Jetzt kommt der ganz wichtige Punkt hierbei. Dieses Abtauchen ist nur ein Gefühl. Also ich werde natürlich nicht kleiner oder mein Stuhl wird nicht tiefer. Der wichtige Punkt ist, weil ich gefühlt in mich hinein sinke, in mich hinein tauche, wird parallel gefühlt ebenso der Raum zwischen meinen Zellen weiter. Heißt, mein Körper wird größer gefühlt, dehnt sich aus und mein ganzes Energiefeld beginnt sich auszudehnen. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich komme in mir an und so dehnt sich mein Feld aus. Und im nächsten Level von Meditation, und das passiert auch bei stiller Meditation oder bei Meditation in Klöstern, wie ich sie auch praktiziert habe in Asien, es kommt meistens von selbst über mehrere Tage der Stille, wenn man es richtig macht. Der nächste Level wäre dann, dass der ganze Körper immer transparenter wird.
So in diesem Zustand ist man dann von selbst in der 4. Qualität vom Qigong oder in der 4. Qualität des Dao, nämlich in einem Schmelzen von der Körperlichkeit mit einem größeren Feld, Tianren He genannt. Und ab hier beginnen alle tieferen Wirkungen von Meditation sich zu entfalten. So, weil dieses Ankommen so wichtig ist, lernen wir das in allen Qigong-Bewegungen und praktizieren wir das auch in den Qigong-Meditationen damit, dass wir bewusst im Bauchraum ankommen, den Bauch spüren, die Wärme fühlen, die Hände berühren die Nieren, den Rücken, sodass ich über das Körpergefühl das Gefühl meines Körpers zurückgewinne und über die Atmung mich auch noch mehr spüre und so immer leichter dort einsinken kann. Und dann kann ich diese Qualität auch im Alltag recht schnell wieder hervorrufen. Egal was ist, ich komme wieder bei mir an, finde meinen inneren Pol und aus diesem Pol heraus und erst aus diesem Pol heraus, ganz wichtig, beginne ich Themen zu verarbeiten, beginne ich Altes aufzulösen. Und ein Grund zum Beispiel, warum Seminare beliebt sind, wo man viele große Geschichten hört, die auch gut sein können und viel mitschreibt, und ihr merkt, so machen wir das hier nicht, ist auch der Punkt, man ist in diesem Moment im Seminar nicht verletzt, man wird nicht tief berührt. Man praktiziert eigentlich dann für die Zukunft. Das ist auch ein schöner Start, aber birgt noch keine Veränderung in sich. Eine Veränderung und Transformation ist erst möglich, wenn ich in mir ankomme, also auch eine Verbindung fühle von Kopf, Herz und Bauch, meinem ganzen Körper und so in eine körperliche Berührung komme, aber auch berührt werde von der Praxis, sodass wie von selbst meine inneren Themen zum Vorschein kommen und auch schmelzen. Und gleichzeitig kommt sehr vieles Tolles zum Vorschein, wie ein tiefer Frieden, neue Potenziale und, darüber sprechen wir auch noch, deine innere Weisheit. Bis zum nächsten Video.